Wenn du besser Google Ads Kennzahlen verstehen möchtest, wissen möchtest, welche sind eigentlich wichtig und welche nicht, dann solltest du dieses Video dir anschauen. Hi, Carlo hier, dein Digitalexperte. In dem Video möchte ich dich einfach mal Schritt für Schritt mitnehmen. Welche Kennzahlen gibt es überhaupt bei Google Ads? Wo findest du sie? Wo kannst du sie einstellen? Ich werde dabei natürlich nicht jede einzelne Kennzahl hier, mikroskopisch untersuchen, sondern ich werde dir einfach ein Gefühl mitgeben, welche Kennzahlen in meinen Augen wichtig sind, mit welchen Kennzahlen arbeite ich, welche Metriken, welche KPIs sind irgendwo wichtig und welche brauchst du. Wo kannst du die hinzufügen? Welche sind vielleicht für den einen oder anderen Fall ganz spannend. Das alles gehen wir jetzt direkt live im Screenshare durch, sprich ich nehme dich direkt am Computer mit, Schritt für Schritt. Wenn du Fragen dazu hast, dann pausierst du das Video und schreibst unten einfach die Frage ins Kommentarfeld. Dann noch etwas. Dieses Video gehört zu einer Serie und zwar zu dem Google Ads Gratiskurs hier auf YouTube. Das ist eine Playlist, da findest du alles didaktisch aufgeteilt, um von 0 auf 100 sozusagen fit mit Google Ads zu werden. Einfach unten mal in die Beschreibung gucken bzw. in die Kommentare nach den Links schauen. Da findest du alles, da kannst du dich gerne umschauen. Also, wir springen jetzt direkt rein. So, also wollen wir uns mal anschauen, welche Kennzahlen für Google Ads überhaupt wichtig sind. Ja? Also gerne, wie kann ich diese Kennzahlen ändern? Ja? Egal wo, wir gehen hier auf Spalten. Dann gehen wir auf Spalten anpassen. Und hier haben wir alle Kennzahlen. Ja? Ich zeige das mal kurz, wie viel das überhaupt sind. So, das sind hier alles Kennzahlen, die wir nutzen können. Mega viel. Und wir können hier sogar noch benutzerdefinierte Kennzahlen einstellen. Ja, auch nochmal mega viel. Das heißt, was brauche ich hier eigentlich? Welche Kennzahlen sind wichtig? Und ich fange jetzt hier einfach mal an und sage mal, was hier beispielsweise auf Anzeigengruppenlevel, es geht natürlich auf Anzeigenlevel, auf Anzeigenerweiterung-Level, auf Landingpages-Level, auf Keyword-Level, Zielgruppen-Level, Demografie-Level, Standort-Level, Werbezeitplaner und so weiter. Es gibt natürlich Kampagnen-Level, ja. Noch ganz, ganz viele verschiedene. Wir könnten jetzt hier bestimmt 2 Stunden nur darüber reden. Was ist hier also wichtig? Ja, also auf jeden Fall als erstes die Impressionen sind ganz, ganz wichtig. Aus den Impressionen werden Klicks erzeugt. Ja. Daraus errechnet sich die CTR. Ja. Und wir haben einen durchschnittlichen Kosten pro Klick. Ja. Aus den Klicks und den durchschnittlichen Kosten pro Klick entstehen die Kosten. Ja. Jetzt haben wir erstmal hier, was die Leistung anbetrifft, die Basic-Werte, die wir brauchen. Dann sollten wir als nächstes die Conversions uns anschauen. Natürlich, wir wollen wissen, wie viele Abschlüsse haben wir dadurch gemacht. Wie teuer waren die? Ja. Die Conversion Rate, das interessiert mich in der Regel nicht so. Wichtig ist vielmehr, wie teuer waren die Conversions. Weil eine Conversion Rate von 100%, wenn der Klick aber 1000 Euro gekostet hat, helfen mir überhaupt nicht. Eine Conversion Rate von 1%, wenn die Conversion aber 1 Euro gekostet hat, dann ist mir die Conversion Rate auch wurscht. Ja, da kann die ruhig schlecht sein. Dann, ganz wichtig, Conversion Wert durch Kosten. Diese Sachen hier aber, also die alle hier, sind leider nur möglich, wenn ich vernünftiges Conversion Tracking implementiert habe. Bei, ich würde mal sagen, 90% der Anfragen oder Kunden, die ich betreue, richte ich noch sauberes Conversion Tracking ein, weil sonst brauche ich überhaupt gar keine Werbung machen online, wenn ich nicht weiß, wie erfolgreich ist das. Ja? Also das ist wirklich sehr, sehr wichtig. Es gibt, und es kommen noch einige Videos auf meinem Kanal, wo ihr euch das anschauen könnt, wie ich das einrichte, das Conversion Tracking und so weiter. Da gibt es noch ein paar Serien und so weiter dazu. Aber natürlich, das sollte definitiv laufen, bevor ich hier irgendwas mache. Sonst werfe ich das Geld doch einfach nur raus. Ist doch einfach so. Ja. Es gibt hier noch Conversion nach Conversion-Zeit, ja, Conversion-Wert nach Conversion-Zeit und so weiter. Hier gibt es hier noch ganz, ganz viele Werte. Ja, alle Conversion, was bedeutet das überhaupt? Das ist aber alles nicht wichtig für uns. Das brauchen wir jetzt alles nicht. Ja? Das ist nicht spannend, nicht wichtig für uns.
gibt noch die geräteübergreifenden Conversions, die sind schon mehr spannend. Die nehmen wir mal mit rein. View-Through-Conversion, die brauchen wir hier nicht, die brauchen wir dann für andere Kampagnentypen, aber nicht für Search. Dann die Attribution. Also machen wir mal hier das zu. Dann haben wir die Attribution, ja, Conversions, aktuelles Modell. Das ist auch für die tägliche Arbeit in Google Ads nicht wichtig. Dann haben wir noch Attribute. Kampagne brauchen wir nicht, ist wurscht in welcher Kampagne. Die ID ist wurscht. Kampagnentyp, Anzeigengruppen-ID, alles egal, brauchen wir nicht. Max CPM, Gebotsstrategie und so weiter. Das brauchen wir hier auch alles nicht in unserer Übersicht. Benutzerdefinierte Parameter klassischerweise auch nicht notwendig. Provision, Label auch nicht. Wobei Label ab und zu, wenn ich mit Label arbeite, doch schon spannend sein können. Dann Wettbewerbsmesswerte. Die können unter Umständen wirklich spannend sein. Deswegen nehmen wir uns mal den Anteil an möglichen Klicks mit rein. Weil dann sehen wir, wie viele Klicks haben wir durchschnittlich erreicht, ja, was ist möglich. Dann kommen wir zu Analytics. Dafür, dass das hier funktioniert, muss ich aber richtig Analytics implementieren. Dann kann ich mir auch beispielsweise die durchschnittliche Sitzungsdauer der User angucken, die über diese Anzeigengruppe gekommen sind. Ganz, ganz wichtig im B2B-Bereich. Ja. Ganz, ganz, ganz wichtig. Können wir uns ja auch mal mit reinnehmen. Dann haben wir noch Anrufdetails. Das ist jetzt in dem Fall auch nicht wichtig. SMS-Details auch nicht wichtig. Dann haben wir noch den Änderungsverlauf. Ja, alle Änderungen. Das brauche ich auch nicht für meine tägliche Arbeit. So. Dann könnten wir noch eine benutzerdefinierte Spalte erstellen. Das ist für einige Sonderfälle spannend. Ja, dass ich hier zum Beispiel in Conversions hier 1000 Impressionen habe. Dazu nehme ich mal die Conversions mir rein, teile das durch die Impression mal 1000. Jetzt müssen wir noch die Klammern richtig setzen. So, das können wir dann speichern. So, dieser Wert, der ist aber auch nicht für die Anzeigengruppen wichtig, sondern der ist für die Anzeigen wichtig. Dann kann ich damit besser arbeiten und optimieren. Ich habe zum Thema Google Ads optimieren auch ein Video gemacht, kann man sich gerne angucken. Es gibt ja diese Google Ads Playlist. Das heißt, es ist ein kompletter Google Ads Kurs, gratis. Hier auf YouTube ist eine Playlist, da findet man alles zum Thema Google Ads. Man kann sich da komplett von A bis Z alles anschauen, lernen und verstehen. Es ist alles in einer vernünftigen Reihenfolge aufgearbeitet. Es werden alle wichtigen Themen abgearbeitet, um mit Google Ads vernünftig zu starten. Und es kostet keine 500 €. Ich muss nicht irgendwie ein teures Seminar buchen dafür, wo das Ganze auch nur erklärt wird. Und ich da noch Reisekosten habe, das ist also alles gratis. Und dann, das ist jetzt wichtig, dann gehe ich hier auf Spaltenauswahl speichern und sage Carlos Favoriten. Ja, speicherst die auch ruhig unter Carlos Favoriten ab. Ja, im Übrigen, ne, also ich heiße nicht Carlos, ja, aber so muss man es letztendlich schreiben. Speichern und übernehmen. Und dann haben wir hier die wichtigsten Sachen drin und können hier immer sofort sagen, Carlos Favoriten auswählen. Ja. Können das natürlich auch nochmal anpassen. Ja. Können hier beispielsweise, hatten wir hier eigentlich den hier drin, wir hatten das hier. Ist ja ulkig, warum man das hier rausgenommen hat. Übernehmen. So. Ja. Hier sehen wir beispielsweise, Anteil der möglichen Klicks liegt bei knapp 45%. Ja. Und das sind Kennzahlen, die kann ich hier auch nochmal in den Anzeigen, kann ich nochmal mir ganz, ganz andere Werte anzeigen lassen. Ja? Zum Beispiel Conversion-Wert hier in Person. Ja? Kann ich mir ja auch anzeigen lassen. Aber auch das funktioniert nur mit vernünftigem Tracking. Deswegen, Leute, Tracking ist das A und O. Habe ich auch, wie gesagt, Videos zu gemacht. Aber das mal so ein bisschen zu den Kennzahlen in Google Ads. Ja. Wenn dir das Video gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über einen positiven Kommentar oder auch natürlich einfach nur über einen Daumen nach oben. Du kannst natürlich noch weitere Videos dir gerne anschauen. Wie gesagt, schau einfach in die Playlist rein. Abonniere den Kanal, wenn du glaubst, dass du hier noch wesentlich viel Mehrwert rausholen kannst. Es kommen regelmäßig, also wöchentlich neue Videos zum Thema Online-Marketing. Ich wünsche jetzt jedenfalls erstmal viel Erfolg.